Guten Morgen, wir sind auf dem Weg in die Berge zu unserer ersten griechischen Wildschweinejagd. Wer unsere Reportage Hat's in Hellas in der wilden Hunde gelesen hat, weiß, was auf uns zukommen wird. Wir sind im Gebirge unterwegs. Es gibt da wenige Wege, es gibt viel Gestrüpp. Die Schussentfernung wird unter 25 Metern liegen und vor allem wir haben keine Hochsitze oder irgendwelche Drückjagdstände, sondern wir werden unmittelbar im Gebüsch mit den getriebenen Schweinen unterwegs sein. Wir treffen jetzt erstmal die Omada, also die Gruppe, mit der wir jagen. Da ist auch unser guter Freund Miltiades dabei. Nachdem wir am Treffpunkt den obligatorischen Kaffee getrunken haben, fahren wir mit unseren Geländewagen tief in die Berge auf extrem schlechten und abgelegenen Wegen. Ohne Allradfahrzeug mit guten Reifen und Untersetzung kämen wir hier nicht weit. Einzelne Pinien dienen uns als Orientierungspunkt. Gespannt warten wir, bis über Funk die Nachricht reinkommt, dass die Hunde eine Fährte aufgenommen haben. Die Hunde wurden angesetzt und jetzt verteilen wir uns im Gelände und warten, dass die Schweine durchgetrieben werden. Während die Hunde die Wildschweine schon auf uns zutreiben, verteilen wir uns im Gelände. Auf den zahlreichen Wechseln suchen wir uns unseren Weg durch dichtes Gebüsch und Dorngestrüpp. Einige der Jäger werden den Hunden direkt ins Gelände folgen. Wir warten an gut übersichtlichen Stellen auf die Wildschweine. Die Geschosse, die wir verwenden, sind sehr stark, aber auch gefährlich, was Querschläge angeht. Das ging jetzt relativ schnell. Wir haben gewartet auf die Hunde. Die Hunde sind angesetzt worden und haben die Spur aufgenommen. Die riechen, wo die Wildschweine unterwegs waren. Das sind ja Such- und Stöberhunde. Und die sind hier komplett frei unterwegs in einigen 100 Hektar. Und wir haben jetzt den Bereich abgestellt, durch den die Schweine mit hoher Wahrscheinlichkeit durchgetrieben werden. Wir sind hier in einem Krummholzwald und man hört, wenn die Hunde rufen, dann kommen die Schweine demnächst. Das heißt, wir müssen uns jetzt auch zum Schießen fertig machen. Wir haben uns in Abständen von etwa 200 Metern hingestellt, sodass niemand den anderen gefährden kann. Wir schießen ja wie gesagt mit Buckshot und mit Flintlaufgeschossen, die nicht ganz ohne sind. Und das Gelände ist wirklich spannend. Hier geht das teilweise sehr steil runter und wenn da unten die Schweine kommen, dann habe ich hier einen perfekten Hang, um gegenzuschießen. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit werden die aber direkt hier hochkommen. Hier ist direkt ein Wechsel. Wird also spannend mit dem Vollkontakt. Wir schießen hier 12,76 Flintlaufgeschoss mit 6 zusätzlichen Kugeln. Also etwas anders als die 308 oder die anderen jagdlichen Geschosse, die wir in Deutschland einsetzen, und sehr viel näherer Kontakt mit den Schweinen. Kurzes Wort zur Jagd hier. Die Jagd ist hier so, dass praktisch jeder, der die Prüfung gemacht hat, jagen kann. Es gibt einige organisierte Gruppen, die zum Beispiel auf Wildschweinejagd zusammengehen. Und die Jagd ist hier sehr viel sportlicher als in Deutschland. Das heißt, man ist wirklich die ganze Zeit auf den Beinen. Es gibt keine Hochsitze, es gibt keine anderen Sitzleitern. Und man ist hier wirklich direkt mit dem Wild draußen. Und es geht hier nicht um Spaß, sondern schlicht und einfach um die Versorgung mit Lebensmitteln. Und gerade während der Krise und nach der Krise hier in Griechenland haben viele Menschen angefangen zu jagen, weil es hier einfach dann die Möglichkeit gibt, sich mit Lebensmitteln aus der Natur zu versorgen. Und wenn man sich hier umschaut, unheimlich viele Möglichkeiten hier an Nahrung zu kommen. Und Jagd ist eben eine, die neben dem Sammeln von Wildpflanzen, dem Horta-Sammeln oder dem Sammeln von Manitaria, von Pilzen, eben auch ein Teil der Lebensmittelversorgung hier ist. So, und jetzt wird es aber langsam heiß, die Hunde kommen näher. In der Ferne hört man die Hunde bellen. Der Klang ihrer Stimme ändert sich, wenn sie Schweine gefunden haben. Allerdings können einzelne Hunde auch auf der Fährte eines Schakals sein. Immer häufiger kommen per Funk die Sichtungen der Wildschweine durch. Plötzlich scheint es ganz schnell zu gehen. Ich höre laute Schritte, ein Rascheln im Gebüsch direkt neben mir und dann nichts.
Die Sonne ist jetzt aufgegangen, oder was ist aufgegangen, über den Berg gekommen. Wir sind hier auf 700, 800 Metern und es ist hier noch einigermaßen frisch. Die Hunde sind hier schon ein paar Mal vorbei, die haben aber nichts mitgebracht, also keine Wildschweine aufgestöbert und hergetrieben. Aber wir warten hier weiter. Ist auf jeden Fall schon ein absolutes Privileg, in so einer Natur hier zu stehen und mit alten Haudegen jagen zu gehen. Vielleicht auch nicht ganz ungefährlich, aber schon etwas sehr Spannendes und auch sehr Schönes hier. Nachdem die Hunde ganz nah waren, höre ich sie nun kaum noch. Der Entspannung folgt schnell eine Phase des gespannten Wartens. Endlich peitschen die ersten Schüsse durch das Tal. Mittlerweile ist es richtig warm geworden und die Schweine sind auch auf den Läufen. Wir warten hier gerade, dass sie vorbeikommen. Die Hunde hatten wohl ein größeres Stück, also ein Wildschwein, hierher getrieben. Ich habe es aber nicht gesehen, ich habe ein bisschen was unten gehört. Das ist auf jeden Fall extrem spannend. Es ist mittlerweile richtig heiß geworden. Und natürlich habe ich die Wasserflasche im Auto vergessen. Und ja, ist ganz gut, dass wir hören, was in den Funkgeräten vor sich geht. Also wo gerade die Hunde sind, ob die was gesehen haben. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Hier ist alles komplett vollgewachsen. Also hier sind so kleine Kanäle im Busch. Und da können halt jederzeit die Wildschweine durchkommen. Und ich spekuliere und hoffe ein bisschen darauf, dass die hier gegenüber auf der Wand entlang kommen. Weil da kann ich dann gut hintreffen, hinschießen. Habe auch einen guten Überblick. Das ist schon spannend. Die erste Wildschweinejagd hier in dieser Saison und die erste Wildschweinejagd hier auf dem Boden für mich und auch für Patricia, die übrigens auch mit ihrer Flinte etwa 100, 150 Meter höher steht und dort auf Wildschweine wartet. So, jetzt mal wieder Funkstelle, um zu schauen, ob was kommt. Endlich kommen die Meldungen der erlegten Wildschweine rein. Wir werden abgezogen und sammeln uns zum Verarbeiten der Tiere. Erschöpft machen wir uns an den langen Aufstieg zu den Fahrzeugen. ¿Acaso me tonero? Nein, nein, nein. Erlegt wurden 2 Frischlinge und eine Bache. Es wurden 2 Frischlinge erlegt. Wir haben die nicht erlegt, sondern eine Gruppe direkt nebendran. Aber jeder lässt sich mit denen fotografieren, weil es hier gar nicht darum geht, wer den Schuss abgegeben hat, sondern das ist für alle hier so eine Gemeinschaftsaktion. Es sind jetzt Schweine erlegt worden, die werden zerlegt, teilweise werden die direkt schon gegrillt und heute Abend gegessen. Es ist einfach wirklich was Schönes hier, den ganzen Tag draußen zu verbringen und am Ende hat man dann ein bisschen was zu essen, egal wer es erlegt hat. Die Bache wiegt etwa 80 Kilogramm, die Frischlinge jeweils 20. Wir werden sie halb griechisch, halb deutsch aufbrechen. Völlig untypisch für die griechische Jagd nehme ich die Bache erst komplett aus. Man sagt auch, sie wird aufgebrochen, bevor ich sie häute, also abschwarte und in kleinere Stücke zerlege. Bei griechischen Jägern ist es gängig, dass das Tier gehäutet und gleichzeitig aufgebrochen wird, und zwar in einem Schritt.
Wenn die Schüsse abgegeben worden sind und die Tiere erlegt worden sind, dann hilft hier jeder ein bisschen mit. Die anderen jagen noch. Wir brechen schon mal die Tiere auf. Das hier ist eine schöne Bache, die ist ganz gut erlegt worden. Und ja, die wird jetzt gleich gehäutet und in kleine Stücke zerlegt. Und das variiert dann auch ziemlich stark mit der Version, wie wir sie in Deutschland machen, weil in Deutschland wird die erst abgehängt und hier wird sie direkt abgeschwartet und zerteilt. Ale ime più efkelona diamo un paposlena purcanotora. Gverno. Diamo. Gverno. Gama. Gama? Venta. Gverno. Gvarsimo. Ständig, auch während der Jagd, lernen wir neue griechische Wörter, Sätze und Phrasen. Für uns ist die Jagd damit nicht nur Fleischerwerb, sondern auch Integration und Lernen der Kultur unserer neuen Heimat. Zusammen mit unserem guten Freund Miltiades häuten wir die Bache und zerlegen sie dann. Fleischverarbeitung ist hier definitiv etwas robuster als in Deutschland. Auf der offenen Ladefläche eines Pickups, aber immerhin auf einer Plastiktüte, wird das Fleisch nach Hause transportiert. Für Patricia und mich war es ein erfolgreicher Einstand. Wir haben zwar nichts erlegt, konnten die Jagd nur 2 Wochen nach unserem griechischen Jagdschein das erste Mal unmittelbar erleben. Wir beide versuchen auf jegliche Art konventionellen Fleischs zu verzichten. Das heißt, wir essen, sofern es geht, nur erlegtes Fleisch. Was ist mit dir? Könntest du dir vorstellen, auf Supermarktfleisch zu verzichten und dein Fleisch komplett selbst zu besorgen, oder lebst du vegetarisch? Schreib's gerne unten in die Kommentare.